So, Saletti zusammen und willkommen zum neuen Video. Schön, sind ihr wieder mit dabei. Wir haben ein neues Projekt gestartet, Bonicross 503. Ich freue mich sehr, um hier weiterzumachen. Einerseits, weil es natürlich mein Hübel ist und ich möchte sicher auf der Straße sehen. Andererseits aber auch, weil ich hier jetzt wieder mal schrauben kann, wieder mal mit den Profis zusammenarbeiten, was auch euch zum Vorteil wird, weil ich nehme mir die natürlich zur Brust. Die Frage ist wirklich bei jedem Teil, wie machen wir jetzt das genau, was müssen wir ersetzen, was können wir selber machen, was könnt ihr daheim auch selber machen, um so alte, verrostete Hübel wieder auf die Straße zu bringen. Ich schnappe mir den Joe, ich glaube gar nicht lange, ich hole ihn, dann schauen wir das Ding Stück für Stück miteinander an. So meine Lieben, ich habe den Joe dabei. Hallo. Mit dem Joe schaue ich jetzt alles nochmal schnell durch. Wir haben ja schon das Ding letztes Mal auseinandergenommen, ein bisschen Bestandesaufnahmen gemacht, was ist alles kaputt, Rahmen gebrochen, Räder fest, Motor blockiert etc. etc. Ja, schnell alles durchgehen und nachher kümmere ich mich dann um den Rahmen. Da ist wie gesagt einiges gebrochen. Und die Gabel. Die ist einerseits ist sie da wunderschön rot lackiert, wie so auch immer. Ein bisschen rostig und wow, wie fett hat eigentlich noch? Vorderrad habe ich gemeint, das ist komplett fest. Die Achse drüllt aber. Die Speicher sehen zum Glück noch gut aus. Ich nehme da aber, wenn es klappt, wahrscheinlich die Kübel zur Brust. Ja, das ist der richtige. Rad- und Speicherdoktor. Er ist sicher der richtige für das. Habe ich schon aufgeschrieben, Thema Räder. Der Tank, etwas ganz Geiles. Da war ein Deckel. Er ist nicht wahnsinnig rostig, aber er ist schon rostig. Er ist schon rostig. Aussen dran auf jeden Fall Patina halten. Gibt es Schlimmeres, ja. Der Chrom hebt auch besser beim Jetzt Fixen. rechtbeugen wieder und machen, das würde ich sicher noch. Vor allem auch, wenn du jetzt würdest lackieren oder pulvern, dass wirklich der Rahmen, die ganzen Anbauteile, vor allem Blechteile, alles zuerst mal richtig anschaust. Stimmt die ganze Linie und das einfach schon Etwas verwirkt. Schon vorher mal richtig beugst, dass das wieder stimmt. Wenn du nachher neuen Lack oder Pulver drauf hast, das reißt gerade wieder. Wenn du nachher gehst, go beugen. Mal da, das ist der Klassiker. Der Rahmen sowieso, ja. Wir haben Er sieht jetzt noch recht gut aus, wenn du schaust. Sogar Die die Halterli sind gerade, das die gibt es sind fast dran. nicht. Hier abgebrochen vom Schutzblech und der da. Ja, aber jetzt da auch, da siehst du es auch gut. So schön, aber das kannst du gut wieder beugen, oder? Zwar rostig, wie weiss ich was, Solange die, aber sie sieht eigentlich relativ der Rad Sie läuft, ist sehr sauber rausgekommen. ist das eigentlich noch eine gute Sache. Die Der musst ist du dafür verbogen. Ja, aber auch nicht schlimm. Den beugst du easy wieder gerade, dann kannst du einen Schraubstock tun. Motorauspuff lassen wir mal noch außen vor. Das ist natürlich rostig. Müssen wir mal verzeihen, dass der vielleicht nicht ganz hundertprozentig original aufbauen wird. Ich glaube, da frage ich mal den Krigi. Packträger, ja, gehört auch ins Blechzeug rein, Klassiker mit. Ja, bei der Pony Junior sowieso Klassiker, der ist halt eigentlich noch schön zu Weg. Meistens sind sie genau da, von der Strebe an hinten abgeknickt. Ja. Klassiker, wenn die Leute hinten drauf sitzen, das vertreibt dann nicht. Mag's halt nicht. Eine Bodenwelle und dann schaut er nachher hinten runter. Die sind sehr schön eigentlich, auch lacktechnisch noch. Haben 2, 3 kleine Dellen. Schöne Patina. Reinigen, oder? Kleinteilreiniger reinigen. Und dann Oberflächenbehandlung. Vielleicht noch vor dem Ovaterol mit 1500 Papier nass alles komplett abziehen. Hast ein bisschen geschmeidigere Übergänge. Die tun wir durchchecken sowieso. Die Lampe habe ich gesehen, das Glas ist irgendwie schräg drin und der Schlüssel ist glaube nicht original. Und Fleckt, der blättert ein bisschen ja ab. genau. Den wir vielleicht auch mal aufmachen, anschauen. Muss ja sowieso auch. Ja, das Glas ist ja nicht das Problem, das schräg ist. Das kannst du drüllen. Da schauen wir, ob er noch tut. Geiles Schalterli, oder? Und Funktionen sind meiner Meinung nach frei. Da ist abgebrochen oben. So Sachen. Da ist mal irgendwie Rostschutz betrieben worden auf einer Umteilung. Aceton. Mal probieren, ja, mit lösem Mittel. Ob du die Rundierung oder was immer das ist, wegbringst, dann siehst du mal, wie der Zustand vom Chrom darunter ist. Das Rechtbeugen, vorher die Dellen rausnehmen, das sind Bisschen, Kronstahlschutzblech. Zu viele Dellen darfst du mir auch nicht nehmen, ist ja nicht Nein, schlimm. nein. Und er braucht ja seine Patina. Mit dem Lenker Griff. sie. Ja. Armaturen, oder? Die sind aber noch schön. Maguren sehen noch gut aus, aber da können wir vielleicht gleich auch darauf eingehen, wenn wir es auseinandernehmen, Ja. wie wir die aufarbeiten. Die Hebel sind nicht mehr die Originalen. Einer ist spitz, einer ist rund. Ja. Sehen wir da auch einmal spitzig. Müssen wir noch in Erfahrung bringen, was echt das Original war. Ich tendiere zu dem, aber bin mir nicht sicher. Ich freue mich, weil ich Höckli machen kann. Ich habe eine grosse Liste, Bestandesaufnahmen können wir jetzt mal abhökeln. Bevor wir anfangen zu schweissen und schleifen und tun und machen, wirklich das Ding durch anschauen, demontieren von der Gabel.
dort super schauen, was wir brauchen, was wir neu haben, was wir aufarbeiten können. Hast du irgendetwas Bestimmtes zu dieser zu sagen? Ich habe vorher schon beim Auseinandernehmen gesagt, es ist geil, wie kompakt da alles ist mit der Eierlampe. Mit der Eierlampe, es es fügt sich schön. Ja. Vom Aufbau her ist sie fast gleich wie die von der Maxi. Erdgasplaner und Führzeug ist nicht schlecht. Jetzt gibt es auch endlich mal die Führungsbüchse. Es hat genau. Ewig lang nie etwas gegeben. Die Hülme haben wir schon gehabt, aber die Büchse nicht. Ja, genau. Da haben wir immer selber etwas machen. Jetzt die nehmen wir jetzt auseinander und schauen auch, wie die Zweige sind. Oder? Ja, das ist halt auch wichtig, mal zum Schauen. Hat das Spiel da an der Holme? Ja, ja, alle richtig, aber hauptsächlich für und hinten hat er schon etwas. Würde mich auch wundern, wenn nicht. Ein bisschen ist normal. Ist die Gabel überhaupt schön gerade? Ist nicht irgendetwas verbogen oder geknickt? Aber die sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Ja, knickte Gabeln werden auch sicherheitsrelevant. Oder ist ja, auf jeden Fall. Ja. Wirken halt schon auch noch gewisse Kräfte drauf, wenn man bremst und bei Schlaglöchern und so. Ich würde natürlich da unten das probieren wegmachen, aber da könnte ich auch den ganz aufnehmen, alles Fett reinigen, neues Fett drauf machen, die Dinger, und innen hat es Nippels. Die da genau reinkommen, dass der nachher, wenn er zusammengedrückt ist, nicht mehr auf und ab wandern kann. Ist das noch gut? Ja. Wenn man es grundsätzlich kennt, ich sage jetzt mal, das ist ein Verschleißteil, da sieht man nicht von außen, da kann man ersetzen. Ich würde es auf jeden Fall ersetzen. Das macht ja Sinn, eben macht sicher Sinn. Wenn ich gesehen habe, sind überall die Clips, die sind ja für die speziellen Schräubchen, für die da. Ja. Ich habe leider nur noch die Hälfte. Haben wir aber im Shop gesehen. Am Rahmen selber ist nichts gebrochen, wirklich nur die Schutzblechaufnahme hier. Ja. Der hier ist sicher auch angeschweißt, oder? Ja, ja, ganz gut. Der ist angeschweißt. Hier der Halter. Der Halter, was hier hat, der ist hier immer noch montiert. Ja. Ich probiere möglichst wenig zu schleifen, weil wie gesagt, ich will ihn als Patina erhalten. Ja, ja. Ich muss aber natürlich die Farbe und den Rost wegnehmen, sonst passiert das Gleiche wieder. Meine Frage ist noch ein bisschen beim Ständer. Der sieht sehr schräg aus. Erfahrung mit schrägen Ständern, aber doch ein bisschen komisch. Ich glaube, eins war in der Luft, aber er ist so gestanden. Ja, das ist klar, das sehe ich ja so. Schon den Wasserwacht anschaffen im Prinzip. Hier rausnehmen, reinigen. Sind die Löcher dermaßen ausgeschlagen? Liegt es an dem, dass er so schräg ist? Dann musst du sowieso. Der Ständer an sich sieht okay aus. Auch ein bisschen Spiel ist jetzt nicht ultra schlimm, aber er hat doch ein bisschen etwas. Ist ein Langloch wahrscheinlich drin. Ja, ja. Aber ja, ich gebe dem jetzt mal ein bisschen Liebe, ein bisschen Zeit. Ich nehme da ein bisschen damit mit, weil dann lernt der Roman auch mal im Rahmen fest, oder? Und dann hole ich dich am Schluss nochmal, schauen wir drüber, was ich gemacht habe, und du kannst dann sagen, ist gut, jetzt darfst du das Höckchen machen oder nicht. Also Joe, grazie! Hey. Jetzt geht es an die Drecksarbeit. Alles durchputzen, entfetten, schauen, ob wir die Farbe hier wegbringen. Das ist der Rest von meinem Tag, glaube ich. Also ich lasse einfach mal los. Wie ich es zum Roger gesagt habe, da gibt es jetzt ein bisschen Mucke. Und dann geht es weiter! Wie geht's? Weiter! Ilaius. Rauchi! Sieht aus, als bräuchte Schilf. Schau mal die Perlen an. Was musst du machen? Wow. Dreckig wie die Maxi, den kann ich ja noch heben. Auch am Bauch. Ja, kannst du dem Kundendienst mal fragen, ob sie mein Spezialwerkzeug geklaut haben, weißt du, um die rauszuschlagen. Mach so, wenn du nicht bist. Und sie das haben. Hast du so gemacht? Ja. Das ist einfach Joe. Spezialwerkzeug stellen und nicht mehr bringen. Hast du empfangen, Roger? Wie gute alte Zeiten. Oh. Los mit dir. Ein schöner Tony Cross 503. Ja, das habe ich schon gesehen. Leider hat er keinen Rahmenbruch wie der Maxi. Sonst wäre natürlich noch mehr. Das Gute ist, ein geschweißter Rahmenbruch hebt ewig. Also, ihr seht es mir, der hebt jetzt schon etwa 9 Monate. Aber geil. Ja, sagst du, Tief Fuchs. Ich bin jetzt Wäsche da, bitte. Ich habe gar keine Zeit. Grazie dir. Und mach das Loch zu Z. Das ist so viel Dreck dran, da muss ich alles mal schnell abdampfen. Und dann kann ich das nachher in aller Ruhe machen. Dann machen wir nämlich jetzt Vorbereitungen da für die ganze Geschichte. Der oberste Halter hier, der ist hier komplett lose. Hier Schweißnaht schon angerissen, also den muss man hier anschweißen, hier trennen, hier neu schweißen. Den anschweißen und das Gegenüber von dem, der kommt hier hin, hier am Rahmen und hier ganz fein anschleifen. So wenig wie möglich, aber gleich genug, dass es keine Poren gibt im Schweißen.
zu mir, mein Gemüse. Du hast ja die Schweißzange geklaut, jetzt musst du wenigstens halt auch helfen. Spätzange. Nein, Spätz. Nein, dort wo die Zange steht. Der muss da hin. Sehr gut. Mach ich ein Pünktchen, dann kannst du los. Augen zu. Ja. Ist gut? Ja. Zweiter Punkt, Augen zu. Vom Handheben. Gut. Hände drücken. Heb mal deine Biere weg, dann sehe ich auch, wo sie sind. Das von dir aus gut. Jetzt nochmal Vollgas ziehen. Gut. Schrocken. Nein! Ja, muss ja noch schnell wegschleifen. Ja, wie machen wir denn jetzt den Roger mit dir? Dann verschrickst du mal wieder, drüllen und dann nimmst du ein Stück Weißdraht und dann tüdelst du das so rum. Ja, nicht so fest, das reißt du da. Gut, grazie. Ja, grazie auch. Gar nicht so schlimm gewesen, finde ich. Oh, ich bin erstaunt, verschrocken. Also, der ist geschweißt, da geht es nachher weiter mit Wäsche. Da kann ich aber am Feierabend machen, das tun wir auf die Seite stellen. Jetzt geht es aber noch um die Gabel. Nehme ich jetzt noch komplett auseinander, das heisst, den kann man noch rausschrauben. 2 Gleithülsen nehme ich raus. Da gibt es 4 neue nachher und dann kann ich mich nachher um die Farbe hier unten kümmern. Die ist ja hier auf dem Holmen auch drauf geschraubt. Wie ein Gewinde ist das da drauf geschraubt. Ich hoffe, die kommt natürlich schön raus. Ein bisschen mehr klemmen. Ja, jetzt kommt sie schön. Hier wie ein Gewinde eigentlich. Ich habe hier schon mal vorbereitet, ich habe es weggenommen mit Nitroverdünner. Es ist sogar gegangen, aber natürlich kommt hier drunter so Rostführer, wenn es nicht gut sieht. Und das stehe auf Patina, aber das ist auch nicht das, was ich will, weil das frisst halt einfach weiter. Darum habe ich mich jetzt dazu entschieden, um mit der Messingbürste das ganze Ding abzubürsten. Da kommt zwar der Chrom weg, man sieht, da blättert er ab. Wir sind nachher blank auf dem Metall und da können wir wieder behandeln. Sprich, da können wir mit Ovatrol oder mit Lack oder mit was auch immer behandeln, dass es da nicht mehr weiter rostet. Wenn man es so vergleicht, ist glaube ich die Variante auf jeden Fall die schöner. Kein Chrom mehr, aber das verhebt. Die Gabel wird jetzt aber noch nicht zusammenbauen, wenn das gemacht ist, weil die ist ja auch lackiert und wunderbar. Und ich habe mit dem Joe angeschaut, dass wir das Ganze mit 1500er Nassschleifpapier dann anschleifen, dann mit Ovatrol behandeln. Das Ovatrol behandeln werde ich mit dem Baumwolllumpen und dem Ovatrolöl machen. Das heisst, es geht immer ein Zeitchen. Das heisst, über die ganze Reihe, wo man jetzt das Zeug filmt, werde ich nebenbei immer die lackierten Teile behandeln, Ovatrolen, 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 damit wir dann in 5-6 Wochen das Ganze schön konserviert haben, alles zusammenbauen und das Ding so fertig machen. Gut, das war es von dem Mal, Rahmen und Gabel. Wenn es euch gefallen hat, solche technische Sachen, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und ein Abo und Glocken aktivieren nicht vergessen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Roger!